Einen wunderschönen guten Morgen von einem wundervollen Weiher in Franken und der wird heute abgefischt, denn in Franken ist ja der Karpfen auch eine ganz tolle Spezialität und wie der auf den Teller kommt, das wollen wir euch heute zeigen und wir begleiten heute die Fischer beim Abfischen und treffen uns auf jeden Fall später zu einem leckeren Karpfen. Und es ist so kalt heute Morgen, ich glaube plus 6 Grad und wir sind schon ganz früh aufgestanden und ich freue mich schon riesig auf das Ganze hier. Also kommt mit, da ist er, der erste. Da schau her. Aber die sind aber ganz schön gut bei Kasse. Schöne, große Fische, hä? Ja, und eine schöne Farbe. Schöne Farbe, ja. Da gibt es wieder Unterschiede. Ne? Ja, Manche Weiher, die sind moorig. Ne? ja. Da schmeckt auch der Fisch, wenn der nicht 3-4 Tage in einem anderen Wasser ist. Den muss man wässern dann, ne? Schmeckt der nach Moor. Ne? Ja. Schau mal her. Schau doch mal. Was das für Komm mal schöne. raus. Na, Halt. Geh doch. Pack nach. was das für schöne Karpfen sind. Herrlich, oder? Wahnsinn. Richtig gesund und super Farbe und sauber. Die braucht man nicht mal mehr wässern. Die kommen direkt jetzt auf die Waage So ist. und dann werden es verkauft. Super. Okay. So, da, schau die nächsten. Schau mal her, schön, oder? Toll. Das sind Karpfen, Leute. Und jetzt schau mal da rein, wie es da drin wimmelt voller Karpfen. Die sieht man alle richtig schön, weil der Weiher ist natürlich jetzt fast schon leer. Das Wasser wird da hinten abgepumpt von dem Trecker durch das Rohr in eine Wiese, damit wir die auch alle erwischen. Und später kommt das Wasser aber wieder zurück in den Weiher, weil das Wasser ist ja auch hier sehr kostbar, klar, weil die Wiesen waren früher mal unter Wasser gestanden. Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Klimawandel macht sich wohl überall bemerkbar. Da hinten, die Weiher sind auch angelegt worden vor 20 Jahren. Der hier ist schon älter, den hatte schon der Opa vom Besitzer jetzt. Ja, ist doch herrlich, oder? Und da kann man das mal richtig schön beobachten, wie das so funktioniert. Und jetzt kommen die Karpfen eine nach dem anderen da in die Körbe und dann auf die Waage. Komm ich da? Ich traue mich nicht. Wie kommt man da rein, ohne dass man reinfliegt? So, Servus. So, schaut mal, hier haben wir jetzt das Transportbecken mit ganz viel sauberem Wasser drin und hier ist sogar ein Sauerstoffschlauch, damit sie halt noch auch gutes sauerstoffreiches Wasser haben und lange möglichst frisch und knackig bleiben und das ist auf jeden Fall ein super Transport hier. Wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Babykarpfen gefischt und der muss natürlich wieder ins Wasser und der kommt hier in den großen Weiher rein, der muss ja noch richtig groß und stark werden. Jetzt will er wieder rein. Jetzt muss ich mal mein Mikrofon hier raus tun, weil das ist jetzt der Hans, der kennt sich hier super aus. Ja. Du machst es jedes Jahr, oder? Dann mit Ja, den Fischen? einmal das Jahr, ja. Einmal im Jahr. Und wie viel sind dann in so einem Weiher drin? Wie viele Da Fische? waren jetzt auch 450 Wahnsinn. K1 drin und die Ja. waren jetzt 2 Jahre drin und jetzt sind sie die Größe. Ja, das sind dann 2 Jahre alt. Die da sind jetzt 2 Jahre alt. Und wir haben ja vorhin so einen ganz kleinen gerettet, den haben wir da hinten in den oberen Weiher gesetzt. Wie alt war der Der dann? war 1 Jahr alt. Ein Jahr, gut. Da hat er jetzt noch ein bisschen Zeit. Dann noch ein Zeit bis nächstes Jahr. Wenn er wächst. Wenn er nicht ja, wächst. ja, naja, würde schon, Kommt oder? das wieder drauf an und das wieder. Ne? Ja, eben. Ihr füttert ja auch die Karpfen dann. Ja, Was kriegen die dann alles? die kriegen Roggen und Gerste. Ah ja, okay. Und dann musst du dann jeden Tag herfahren, oder nicht? Na, 2, 3 durch. Ah ja, auch. Das ist schon ganz schöne Na? Pflege, ne? Dafür, dass man einmal im Jahr abfischt. Aber die Ausbeute ist echt gut, weil da sind auch so viele drin jetzt auch. Wahnsinn. Und das Wasser, das kommt dann wirklich dann wieder zurück, ne? Ne, das Wasser ist halt da ein bisschen ein Problem. Wir haben ja gesehen, die sind auch so im Becken drin mit Wasser und Sauerstoff. Dann Ja. werden die transportiert. Und so ist das richtig artgerecht und super. Also vielen herzlichen Ja, Dank. es ist halt ein bisschen Hektik. Ne? Ja, das ist ein bisschen hektisch. Hat mich sehr gefreut
uns, dass wir dabei sein durften. Und dann macht er mal schön weiter, dass die letzten auch noch gesund dann Also, ankommen. Danke, Hans. Wunderbar, es ist ja jeder einen guten Fisch am Teller haben. Ne? Genau, also Gesunden. danke. Ciao, ciao. Also gut. Und wie kommen die Karpfen jetzt vom Weiher auf den Teller? Wir sind jetzt hier schon am Gasthaus und gleich geht's in die Küche. Aber vorher müssen sie natürlich noch geschlachtet werden, ausgenommen und fertig vorbereitet für die Mädels in der Küche. Und das schauen wir uns jetzt an. Der Karpfen ist jetzt schon geschlachtet, jetzt wird er dann ausgenommen und entschuppt. Das heißt, jetzt musst du als allererstes die Schuppen entfernen. Am Rücken, Okay, am Rücken am Schwanz und am Bauch. und am Bauch. Okay, und das ist jetzt ein extra, du hast jetzt 2 Messer. Weil durch die Entschuppung wird das Messer stumpf. Aha. Und dann kann man den Rücken nicht mehr genau trennen. Darum habe ich 2 Messer Ja. mit einem breiten Ja, Schaft und das andere ist aber spitziger, das schneidet sich besser. okay. Und dann wird links und rechts entschuppt. Aha. Viel Schuppen hat er ja nicht, ne? Hauptsächlich oben, ne? Oben, ja. Und dann wird der Bauch Das heißt, geöffnet. ja, der Bauch wird jetzt aufgeschnitten. Das sieht man jetzt dann auch mal, wie das innen ausschaut, die Därme, ne? Und das ist das Ingreisch. Ja, Das Weiße. genau. Das wird jetzt entfernt. Das ist immer das, worauf immer alle so scharf sind. Das Genau. ist dann noch mal frittiert auch, ne? Genau. Und paniert, das ist immer gar nicht, das gibt's gar nicht so oft. Ich mag das auch sehr gern. Und das ist jetzt hier die Die Luftblase, ne? Schwimmblase, ja. Dass er dann auch schwimmt, ist interessant, ne? Sowas. Und das ist zu das sehen. Gedärm. Das wird Die entsorgt, Gedärme, ne? also nur das Ingreisch. Genau. Und jetzt wird er dann geteilt nochmal. Wird am Rücken geöffnet. Hm. Und dann muss man zur Teilung des Schwanzes oberhalb der hinteren Schwanzflosse einsetzen. Ja, So, ne? genau. Damit man 2 gleiche Hälften vom Schwanz bekommt. Ja, eben, weil es gibt ja immer halbe Karpfen, die haben ja alle immer ein Schwänzchen, Genau. was so schön knusprig ist. Ja, Dann wird das getrennt, ne? So haben wir 2 gleiche Hälften. genau. Aha, wunderbar. Und dann wird mit einer Geflügelschere mache ich das. Manche machen es mit einem Messer oder mit einem Beil. Ich Ja. mache es mit der Schere, weil es tut mir leichter, ne? Wird Ja. genau das Rückgrat durchgeschnitten. Ja, Seht's? genau die Hälften, ja. Da und da, ne? Ja. Je größer der Karpfen, umso härter das Rückgrat. Schaut vielleicht für den einen oder anderen von euch nicht so appetitlich aus, aber so wird es halt eben gemacht. Von Hand geschlachtet und so auch von Hand aufgezogen. Die sind super transportiert worden, haben Sauerstoff im Bassin gehabt. Ihr habt auch hier gesehen, in dem Bassin, wo sie dann aufbewahrt werden, bis sie geschlachtet werden, ist auch ein Sauerstoffschlauch drin. Und die sind halt so richtig toll frisch. Und die kommen jetzt so in die Küche, werden gesalzen, gepfeffert, paniert und kommen in die Fritteuse und dann auf den Teller. Jetzt sind wir in der Küche und jetzt geht's gleich los und jetzt erfahren wir, wie so ein leckerer Karpfen vorbereitet wird. Und jetzt müssen wir den auf jeden Fall erst mal ein bisschen salzen. Erst muss er gewaschen sein. Auf jeden Fall Und natürlich dann noch mal müssen wir waschen, ihn klar. sauber abtrocknen. Von beiden Seiten. Dann tun wir ihn salzen. Ruhig ein bisschen großzügiger, oder? Großzügig salzen, weil es ist eine ziemlich große. Dann kommt dann das Mehl. Und dann packe ich am Schwanz. Schüttel das Mehl ein wenig ab. Und dann kommt er in die Fritteuse. Den Kopf zuerst. Dann stelle ich meine Uhr ein. 10 Minuten. Und man sieht ja später, da guckt jetzt das Schwänzle noch raus. Das tut man dann später ein bisschen runter, weil das ist ja dann so knackig. Ja, und dann ist automatisch. Genau. Also nach der Hälfte der Zeit umdrehen. Ja. Okay. Und jetzt gucke mal da rein, wie schön der schwimmt und wie knusprig der jetzt schon ist. Der ist jetzt dann gleich fertig. Und ihr seht, der Schwanz, der steht so richtig schön nach oben. Und daran sieht man, dass der Karpfen frisch ist. Wenn der frisch geschlachtet ist, biegt er sich so schön. Und wenn er schon einen Tag gelegen hat, sieht das nicht mehr so aus. Dann ist er nämlich platt. Also die sind super frisch. Aber ja klar, wir waren ja auch erst fischen. Jetzt ist der Karpfen fertig. Ist der nicht einfach herrlich? Der kommt jetzt auf den Teller und dann gibt es noch lecker Salat dazu. Und dann genießen wir unseren Karpfen. So. Gut. Da ist er, der Leo. Ne? Gut, einen schönen Karpfen haben wir. Dankeschön. Ja. Und damit das hier heute nicht bloß eine Reportage bleibt, habe ich mir mal 2 schöne Hälften noch mitgenommen und die bereiten wir uns jetzt mal zu Hause zu und schauen, wie das funktioniert. Den habe ich schon mal abgewaschen, den müssen wir schön trocken tupfen und dann werden wir von beiden Seiten salzen. Erstmal von innen, dann von außen, da ruhig ein bisschen mehr. Und jetzt müssen wir dann in Mehl wenden. Und mehr ist es schon gar nicht. Dann packt man am Schwänzle und schüttelt es hier schön ab.
Also Fritteuse habe ich jetzt nicht, die meisten von euch vielleicht auch nicht, aber ich habe mir so einen Breter hier besorgt, da habe ich jetzt 4 Liter Sonnenblumenöl reingefüllt und die müssen jetzt genau auf 180 Grad erhitzt werden. So, Temperatur passt, jetzt kann der Karpfen rein und zwar die Unterseite muss zuerst. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Köpfle dann später ein bisschen mit anheben, gebe ich mir mal hier so eine Kelle mit dazu, denn der darf ja nicht unbedingt den Boden berühren, dass er nicht verbrennt. Und das Schwänzchen, das backen wir an, das müssen wir ein bisschen hochgebiegen am Anfang und dann legen wir nochmal rein. Und dann von jeder Seite 5 Minuten ausbacken. Also ihr seht, das kann man ganz gut so halten. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, dann können wir schon rumdrehen. Das schaut doch schon klasse aus, oder? Wie in der Wirtschaft. Weil in Franken sagen wir das ja so. Guck mal, der schwimmt, den brauche ich jetzt gar nicht mehr festhalten. Und jetzt schaut mal, das klappt doch super mit so einer Kasserolle. Da braucht man nicht einmal eine Fritteuse. Abtropfen soll er auf so einem Gitter. Da habe ich einfach mal von meiner Mikrowelle ein Pizzablech genommen und so ein Kuchengitter. Und da tut man dann später drauf. Ah, jetzt gucke mal, ich habe ja noch so ein tolles Ingreisch gekriegt. Das brauchen wir ja auch noch. Das müssen wir uns dann ein bisschen salzen. Und das tun wir zum Schluss dann rein. Auch ein bisschen wenden. Das ist immer besonders beliebt. Ich weiß nicht, mögt ihr auch gern Ingreisch? Also ich ja total. Ne? Die Ausbeute ist ja immer nicht so toll. Ich liebe das ja. So, fertig. Jetzt kann er raus. Und jetzt schaut doch mal, Leute, wie der ausschaut. Das ist doch der Hammer, oder? Das kann man echt super zu Hause zubereiten. Und ihr habt gesehen, ich brauche nicht einmal eine Fritteuse. Es geht auch hier mit dem Breter, der hält super die Temperatur. Und das riecht echt oberlecker. Und jetzt noch ein Kartoffelsalätchen dazu mit ein bisschen Endivien. Einmalig hier, du. Ich habe mal eine Bitte an euch, Leute. Gefallen euch solche Reportagen? Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Da machen natürlich sehr gern mehr davon für euch. Und wir lassen uns jetzt diesen leckeren Karpfen schmecken und sehen uns gleich wieder in diesen tollen Videos. Bis dann, Leute. Ciao, ciao, macht's gut.